Wir haben letztes Jahr im Sommer die Zwischenfrucht zu 3 verschiedenen Säterminen ausgesät. Einmal früh, einmal mittel, einmal spät. Meine Erkenntnisse, die ich daraus jetzt gezogen habe, die zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Es geht in diesem Video um einen Zwischenfruchtbestand, wo wir letzten Sommer eine Multimax angebaut haben, und zwar zu 3 verschiedenen Säterminen. Einmal am 25. Juli, einmal am 9. August und einmal am 25. August. Also 3 verschiedene, ganz unterschiedliche Sätermine, immer 23 Kilo Multimax, am Schluss dann etwas mehr. Vorfrucht war Weizen, da hatten wir 7,3 Tonnen pro Hektar Ertrag mit 14% Rohprotein, was bei uns und für diesen Schlag eigentlich ganz gut oder sehr zufriedenstellend war. Und ich wollte mir eben anschauen, wie entwickeln sich die unterschiedlichen Bestände je nach Sätermin. Das Ergebnis ist, je nachdem, wann man mich fragen würde, hättest du mich im Sommer gefragt, im Herbst gefragt oder jetzt gefragt, hätte ich wahrscheinlich immer eine andere Antwort gehabt. Jetzt kann ich sozusagen resümieren. Wie haben sich die Bestände entwickelt? Der früheste Saatzeitpunkt hat sich natürlich am üppigsten entwickelt, aber da waren natürlich auch diese klassischen Warm Season, Sorghum, Sonnenblume, Rahmtilkraut sehr, sehr dominant. Auch der Öllein wurde dominant. Aber wir hatten pro Hektar die meiste Biomasse. In diesem Versuchsaufbau haben wir auch die Biomasse gemessen und hatten eine Trockenmasse von 15 Tonnen im Versuch. In der zweiten Seevariante, wo wir ausgesät haben, am 9. August hatten wir nur unter Anführungszeichen 6 Tonnen pro Hektar, und in der dritten Variante, in der spätesten, hatten wir 8 Tonnen Trockenmasse. Jetzt kann man diese Trockenmasse natürlich nicht immer ganz für bare Münze nehmen, das ist ein Versuch und je nachdem, wo man das nimmt und misst, aber zeichnet sich ein klares Bild ab. Die erste Variante hatte Masse. Biomasse, deshalb konnte man auch sehen, der Bestand war bis zu 2 Meter, 1,5 Meter hoch, es war extrem viel Sorghum da. Die beiden späteren Varianten hatten weniger, die letzte Variante hatte eigentlich noch viel weniger, die vom 25. August, das waren nur, wir haben da eine gute Stelle im Schlag ausgewählt, weil, und da kommen wir auch schon zur Vegetation, weil wir im September ein Extremniederschlagsereignis von 400 Liter hatten, wo dann diese späte Variante einfach extrem darunter gelitten hat. Jetzt unabhängig davon, was für Erkenntnisse würde ich mal daraus ziehen. Wenn du mich, wie schon gesagt, im Sommer, wenn du mich im Herbst gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, die erste Variante war sehr, sehr suboptimal. Warum? Weil durch diesen frühen Aussaatzeitpunkt ist auch sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell entwickelt gekommen. Die gemeine Melde, also weißer Gänsefuß eigentlich, und Amaranth. Wir hatten hier vor 2 Jahren Sojabohne und genau an den Stellen, wo in dieser Sojabohne die Unkrautpflanzen gestanden sind jetzt in der Zwischenfrucht sehr, sehr viel, wirklich sehr, sehr viel von dem Unkraut wiedergekommen. Und das hat mir schon sehr starke Kopfschmerzen bereitet. Und ich habe gedacht, ob das eine gute Idee war. Und eigentlich war ich schon Mitte September so weit, dass ich sage, wir brechen das in irgendeiner Art und Weise um und sehen eine zweite Zwischenfrucht rein. Und das wäre wahrscheinlich auch die Ideallösung gewesen, weil wir ja schon so viel Biomasse gebildet haben. Es ist dann dieser Extremniederschlag gekommen und ist dann alles nicht gegangen. Aber das ist der große Nachteil bei uns an diesem Schlag, zu diesem Standort, in diesem Jahr gewesen, dass wir sehr, sehr viel Unkraut hatten in dem Bestand und ich die Sorge hatte, das wird sich einmal noch zeigen, dass da von diesem Unkraut eben auch etwas aussahen, weil es so früh entwickelt war. Hinweis, das hier in diesem Versuch, wie gesagt, ist eine Multimax Abfrost, das ist eine Zwischenfrucht, die wir selbst entwickelt haben, die wir selbst produzieren, wo der Fokus auf eine hohe Diversität steht, wo wir versuchen, die Arten so klug wie möglich miteinander zu kombinieren, wo wir das Saatgut behandeln mit Spurenelementen und Biostimulanz. Das Ganze gibt es bei uns, wir haben ein breites Sortiment an verschiedenen Zwischenfruchtmischungen. Wenn dich das interessiert, dann komm auf unsere Website www.farmtofarm.eu und jetzt geht es auch schon wieder weiter mit dem Video. In den beiden späteren Varianten war es so, also es war grundsätzlich so, dass wir in der ersten Variante am 25. Juli, die übrigens da hinter mir zu sehen ist, die zweite Variante ist da und die dritte ist dann da oben. Die haben wir gleich nach der Ernte mit so einer Kurzscheiben-Ecken-See-Kombination Federstadt Carrier angebaut und die beiden anderen Varianten dann halt entsprechend später. Es hat also immer eine leichte Bodenbearbeitung gegeben und damit hat in den beiden späteren Varianten war auch weniger Unkraut da und auch weniger weit entwickelt. Der springende Punkt ist aber, warum ich heute das etwas anders sehe, ist, dass Biomasse bedeutet, dass Kohlenstoff gebunden ist. Und auch wenn jetzt da, wie gesagt, die absoluten Zahlen in so einem Versuch immer mit Vorsicht zu genießen sind, waren es wirklich 15 Tonnen pro Hektar, waren es vielleicht nur 12 oder vielleicht nur 10, aber nur 10 ist auch schon eine Wahnsinnszahl an Trockenmasse pro Hektar. Und auch wenn die Qualität dieser Biomasse sehr, sehr kohlenstofflastig ist, ein weites Zehnverhältnis hat. Das heißt, der Stickstoff, der da gebunden ist, die Nährstoffe, die da gebunden sind, die brauchen viel Luft und Bewegung und Mikrobiologie, dass sie freigesetzt werden. Am Ende ist aber extrem viel Kohlenstoff gebunden. Und Kohlenstoff ist
Humus, diese organische Substanz sorgt dafür, für das, was wir wollen. Wir wollen Kohlenstoff in den Boden bringen, damit wir Struktur schaffen, damit wir das Bodenleben füttern können, damit wir eben CO2 aus der Luft holen. Und das können wir offensichtlich einfach am besten, wenn wir diese Sonneneinstrahlung im Juli und August zu 100% nutzen. Das bedeutet, früh Aussaat macht Sinn. Würde ich wieder machen, ist also meine Konklusion, die frühe Aussaat hat funktioniert, hat gut funktioniert, auch wenn bei der frühen Aussaat natürlich gewisse Nachteile immer wieder von Jahr zu Jahr mehr, dann weniger sind. In dem war was natürlich, das ist diese Unkraut-Thematik und dass sich der Bestand unter solchen Bedingungen einseitig entwickelt hat. Man sieht nicht so viele Leguminosen, das war nicht so eine schöne Diversität da. Das heißt eigentlich, und das ist, wie gesagt, meine Konklusion, eigentlich wäre es wirklich ideal gewesen, man hätte eine zweite Stufe reingebaut, also eine zweistufige Zwischenfrucht gemacht. Mir fehlt aber dann noch irgendwie die Idee, wie und mit welcher Technik und wie das sinnvoll ist. Vielleicht hast du da Ideen und Erfahrungen, teile es in den Kommentaren mit den anderen Landwirten, das würde mich freuen. Das war es jetzt mit meiner Konklusion zu den 3 Seeterminen unserer Zwischenfrucht. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass uns ein Like. Ansonsten hoffe ich, dass du was mitnehmen konntest. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert und wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.